Germanist heute mit einem Best-of zum Thema Essen. Ich war in ganz Deutschland unterwegs und habe die verrücktesten Menschen getroffen. Aber so verrückt wie die auch waren, irgendwann hatten die auch mal Hunger. Und so eben auch in Köln. Olli? Hey Claire! Hey! Na? Ja, du chillst schön in der Sonne? Ja, Logo. Wollen wir gleich reingehen, was bestellen? Ich habe mega Hunger. Wollen wir Burger essen? Yeah! Willst du das? In der fetten Kuh. Ich hoffe, Name ist ja auch Programm. Was ist das Besondere an euren Burgern? Einfach die Zusammenstellung aus guten Produkten. Ne? Frisches Fleisch wird nie eingefroren. Wir machen das Hackfleisch jeden Tag frisch. Die Brötchen kommen nicht irgendwie aus dem Großmarkt, sondern werden jeden Tag von einem Bäcker frisch gemacht. Wir machen alle Soßen selber. Wir produzieren halt ausschließlich alles selber. Und das merkt man, glaube ich, einfach. Ich habe gerade schon erzählt, irgendwie burgermäßig weltweit meine Nummer 1. Ohne Scheiß. Ja. Weltweit? Weltweit. Alles richtig gemacht. Sehr geil. Ich habe den Olli Bagno Burger Award quasi somit verdient. Von Burgern zu Bier. Wir bleiben in Köln und sind mit den YouTube-Stars von Waititi in der Braustelle verabredet. Also es ist schon sehr besonders, dass man hier mit der Brauanlage quasi so vis-à-vis sitzt, ne? Wir brauen dann auch jeden Tag, jeden Früh. Ja, wir brauen ungefähr 1- bis 2-mal die Woche, 5- bis 6-mal im Monat. Ein Sud hier hat 10 Hektoliter, also 1000 Liter. Das ist viel, Wie ne? Obelix, wenn er reinfällt, ey. Na klar, in einer Show über Deutschland darf Bier natürlich nicht fehlen. Und wo wir gerade schon bei Klischees sind, auch typisch deutsch ist die Wurst und eine solche habe ich gegessen in Berlin. Hallo, guten Tag. Die Herrschaften hier kommen ursprünglich aus Bayern und da isst man ja sehr gerne Weißwurst. Und da haben sie wohl auch eine sehr gute, haben wir gehört. Okay, dann hätten wir davon gerne schon mal 3 Portionen, oder? Ja. Wie viel isst man denn eigentlich? Ich schaff 2. Ich schaff auch 2. Ja, dann hätten wir gern 6. Ja. Es gibt verschiedene Arten, eine Weißwurst zu essen. Die wohl gewöhnungsbedürftigste ist das Tutzeln. Ich lutsch mal weiter den Darm aus. Wir gehen jetzt gleich ins Kimchi Princess. Das hat mehrere Gründe. Das ist erstmal ein Hammer-Restaurant. Das ist halt einfach ein geiler Tipp. So generell, wenn man in Berlin ist, finde ich, eins der besten Restaurants. Gar nicht immer nur, weil das Essen total lecker ist, sondern weil die Leute einfach auch voll cool sind. Was ich richtig geil finde hier, sind die Sachen, wo man quasi selber kocht. Du hast so alle Zutaten schon am Start und musst nur noch raufwerfen. Von Kreuzberg geht's nach Charlottenburg. Ich habe mich ordentlich in Schale geworfen, denn ich bin verabredet mit Glamour Queen Nina Queer. Kurfürstendamm. Ja, geil, ne? Schon ein bisschen schicker als drüben im Osten. Manchmal ein bisschen uncool, aber du wirst sehen, es gibt hier auch coole Ecken. Wir gehen jetzt gleich da vorne ins Hotel Zoo und das ist ja so schick und cool. Du drehst durch, ich schwör's dir. Das ist elegant, das ist schick. Hier sitzen immer Prominente. Hier sitzen Multimilliardäre, hier sitzen russische Oligarchen. Wie erkennt man denn einen Reichen? Die russische Oligarchen immer an einem dicken Pelzmantel. Ach, da kommt auch schon unser Essen und fantastisch. Oh, danke schön, das sieht ja fantastisch aus. Oh, das sieht richtig schön aus. Man will es gar nicht essen, nee, so schön ist. Es ist ein Kunstwerk, man will es gar nicht essen. Ne?
Kiezlegende Kay Paul zeigt mir die Butterhandlung, sein Lieblingsrestaurant in Friedrichshain. Und da stellt sich natürlich direkt die Frage, Warum Butterhandlung? Butterhandlung, die Idee kam eigentlich nur daraus, weil es früher mal eine war. 1908, für 5 Jahre lang. Und der Name klang einfach lecker. Und wir wollten dann daraus auch was Leckeres machen. Und ihr habt eine wechselnde Tageskarte, oder? Ja, genau. Okay. Quasi hinter dir. Das ist die ganz große. Auch für die, die nicht so gut sehen können. Schreiben was dran. Und nebenan ist noch eine Bar und die gehört hier mit dazu. Ja, genau. Okay. Und da findet immer Live-Musik statt. Ja, die Berliner, da wird Essen gleich mit Nachtleben verbunden. Unser nächster Protagonist hat auch eine ganz klare Verbindung zur Nacht. Die Rede ist von Kalle Schwensen. Ich war mit der Kiezlegende Lapskaus essen in Hamburg. Wir gehen jetzt hier ins Old Commercial Room. Das ist eines der absolut traditionellen Hamburger Restaurants. Und das ist gleich gegenüber von unseren Hamburger Wahrzeichen, der Michaeliskirche. Unheimlich schön, natürlich. Und Volksmund auch der Michel. Bitte? Man kennt ihn als Man kennt ihn unter dem Michel, genau. Okay, dann gehen wir rein. Ja, Herr Schwensen, ich hoffe, für Sie war es auch angenehm. Eine Frau mit 2 charmanten Damen unterwegs zu sein, was kann einem Mann Schöneres passieren? Vielen, vielen Dank. War mal eine Freude. Gerion Klug zeigt mir die Veddeler Fischgaststätte. Das ist ganz berühmt hier. Das ganze Ding ist sehr berühmt seit sehr, sehr vielen Jahren, weil die haben die älteste Fritteuse Europas. Was nicht bedeutet, dass Sie das älteste fritteuse Fett benutzen, oder? Der deckt nicht nah, aber Ich glaube, ich nehme die mittlere, also die kleine Portion. Mit Kartoffelsalat oder mit Pommes frites? Was ist besser? Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Ich hätte gerne mit Pommes frites. Das war das Germany's Best of Food. Wer Appetit auf mehr bekommen hat, der geht auf youtube.com/Germanist und klickt sich durch unsere Folgen. Tschüss!